Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich bin richtig hyped, Alter. Ich bin richtig hyped. Denn eben gerade wurden die News angekündigt. Die offiziellen News im Forum sind da zur neuen Klasse und zum Osterupdate, ja, und damit folgen auch weitere interessante News, wie zum Beispiel, ja, was jetzt alles nun wirklich kommt im Osterupdate, was jetzt nun, ja, das sind halt die offiziellen Sachen. Und es wurde auch beschrieben, dass das Update schon heute auf Server 1 aufgespielt wird und ihr seht bereits schon, ja, wir können jetzt eine neue Klasse auswählen, und zwar den Dämonenjäger. Ja, richtig, richtig nice. Hier schon im Spiel selbst designt. Und er hat hier einen Geschickbogen als ja, Icon sozusagen. Geschick ist auch sein Main-Attribut, gefolgt natürlich von Ausdauer, Intelligenz, Stärke, natürlich seine Schwäche. Die direkte Konterklasse ist auch natürlich der Magier, denn in den News wurde es auch nochmal beschrieben. Wir gucken nochmal kurz rein, bevor wir das erste Gameplay uns zur neuen Klasse reinziehen. Und zwar hatte er es hier beschrieben: eine auf Geschick spezialisierter Mix aus Krieger und Kundschafter, Fernkampfwaffen mit bis zu 50% Rüstung, aber ohne die Fähigkeiten, Gegnern auszuweichen oder Angriffe blocken zu können. Dafür besitzt er einen Trank, der seine Lebensenergie wieder auffüllen kann. 25% Chance, sollte diese zu Neige gehen, außer er stirbt durch einen Magierangriff. Heißt so viel wie: er hat eine 25%ige Chance, wiederbelebt zu werden, wenn er komplett sein ganzes Leben verloren hat, außer beim Magier. Wenn er gegen Magier kämpft, dann passiert dies nicht durch einen Zauber irgendwie, keine Ahnung. Ihr könnt euch das irgendwie selbst herleiten, wie ihr wollt. Also der Magier ist die direkte Konterklasse zum Dämonenjäger, denn er kann nicht revived werden, wenn er durch einen Magier gedownt wird. Alle anderen Klassen können, da hatte er die Chance von 25%, wenn er sein komplettes Leben verloren hat, wiederbelebt zu werden durch einen Trank. Ja, also ist ziemlich random, ziemlich zufällig das Ganze. Und ja, keine Ahnung, wir nehmen einfach, ja, als ob der Name schon vergeben ist. Ja, das ist jetzt unser Name hier auf dem Server. Wir starten direkt und gucken uns die neue Klasse an. So, ist Sound... Du siehst aus, als könntest du ein paar Tipps gebrauchen. Sound ist jetzt an. So, und wir haben hier direkt schon jetzt sozusagen... ja, die neue Klasse am Start. Starten direkt mit 100 Treibsanduhren. Ja, okay, verrückt. Armbrust haben wir hier eine Waffe direkt zum Start. Und gucken mal auf die Stats. 20 auf Geschick. Ja, 13 Ausdauer. Basis 19 schon direkt hier auf Glück. Okay, Stärke. Ja, okay. Hier 25% Chance bei Tod auf volle Lebensenergie wiederbelebt zu werden. Außer natürlich beim Magier. Funktioniert nicht, wenn du durch Magie getötet wirst. Also im Prinzip, ja, was soll ich dazu sagen? Also im Prinzip hat er so nicht sehr, ja, ist cool. An sich hat er so nicht sehr viele Fähigkeiten. Wir gucken nochmal hier kurz rein. Er hat halt 50% Rüstung, was ziemlich krass ist, sag ich mal. Dafür hat er aber gar keine anderen Fähigkeiten, also so überhaupt keine. Er kann nicht blocken wie ein Krieger. Er hat zwar Ausrüstung, wahrscheinlich auch vom Krieger wohl irgendwie noch früher oder später. Ja, wir können ja mal in den Shop gucken. Ja, das sind, glaube ich, auf jeden Fall Krieger-Items, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es jetzt auch gar nicht ganz genau. Doch, müssten aber Krieger-Sachen sein. Also Krieger und Kundschafter auf jeden Fall gemixt, ja. Hier hat er halt seine Potion. Wenn er durch einen Kampf stirbt, dann wird er halt, ja, wiederbelebt sozusagen. Wir können ja mal gleich ein paar Angriffe machen und schauen mal rein. Also im Prinzip ist seine einzige Fähigkeit, die er hat, ja, dieser Trank, der muss ihn halt sozusagen carryen. Und das wird wahrscheinlich auch das sein, was ihn durch die Dungeons bringen wird. Wir können ja mal gucken. Wir machen mal einen Kampf gegen so einen Krieger vielleicht mal. Mal gucken, vielleicht besiegt er uns. Ja, ziemlich ausgeglichen das Ganze. Hier sieht man jetzt, okay, wir greifen mal jemanden an, der über uns steht. So, wir greifen mal Platz 1 hier. Viper, Grüße gehen raus an Viper. Wir greifen mal Viper an. Ganz knapp verloren. Und wir wurden wiederbelebt, ja, und direkt aufs Maul wiederbekommen. Ja, aber da haben wir mal gesehen, wie das Ganze funktioniert, haben direkt Glück gehabt und haben ein Viertel ja, von der Chance, die wir halt haben,
genutzt und wurden halt revived sozusagen. So, jetzt haben wir die Animation dahinter auch mal gesehen und mehr ist es eigentlich gar nicht, ja. Er ist nicht so hart oder es ist nicht so schwer, diesen Charakter zu durchblicken. So, ich bin gespannt, was das Ganze so für Auswirkungen haben wird, ja, wie das Ganze so in den Dungeons sich verhält. Ich hatte schon überlegt gehabt, in den Dungeons, so eigentlich sind ja die Magier immer die in den Dungeons immer als erstes fallen, so, ne? Weil ja, Magier sind halt, die haben halt nicht sehr viel Leben, kannst ein paar Pilze investieren und dann bist du halt Gucci soweit denn, ne? Da das aber jetzt die direkten Konter zu dieser Klasse sind, könnten Magier tatsächlich ein Stück weit schwieriger sein, auf jeden Fall, aber zumindest Blocker darstellen für diese Klasse, dass die da nicht ganz so leicht dran vorbeikommen. So. Wenn man natürlich die richtige Anzahl an Pilze einsetzt, dann kommt man da natürlich auch vorbei. Aber ihr müsst halt überlegen, so, er kann wirklich, er hat dementsprechend, also er hat nicht wirklich Faktoren, die random basiert sind, sowas wie zum Beispiel Ausweichen, was ziemlich krass in Dungeons sein kann. Er kann nicht blocken, was auch ziemlich krass in Dungeons sein kann, nicht so krass wie Ausweichen. Und vor allen Dingen, er kann halt nicht unendlich oft angreifen, wie der Berserker es kann. So, also das sind ziemlich krasse Random-Faktoren, die einen ziemlich krass in den Dungeons voranbringen können. So, und das kann er aber alles nicht. Er kann halt nur sein Leben wiederherstellen. Und ja, das war's im Prinzip so, ne? Also der einzige Random-Faktor vom Schaden her ist halt seine Waffe, der Schaden, der da drauf ist und die Waffenspanne. Deswegen Waffenspanne, wie immer, sehr, sehr wichtig für diese Klasse. Und die sollte auch möglichst hoch sein. Ja, die ist auch relativ hoch, weil ja, Geschickwaffen oder Kundschafterwaffen generell sind vom Schaden her mit die besten, so, also die zweitbesten. Magierwaffen, da geht natürlich nichts drüber, so, ne, aber ja, Kundschafter haben an sich auch schon guten Schaden, sag ich mal, ne. Wir können ja mal gucken, wie es gegen den Magier aussieht, so, also da kommt wahrscheinlich keine Animation, denke ich mal, gehe ich mal von aus. Wir können mal, ja, ich weiß nicht, irgendwie jemanden angreifen, der ein bisschen in unserer Range ist, alles klar. Ja, ey, das ist mich halt komplett Ehrenhalle. Das, also, ja. Ja, weiß ich nicht, wir können mal hier so ein Level 8er. Das ist ein Magier, okay. Gut, ja, hier haben wir auch irgendwie ihn dabei, hier der Mr. Golden LP. Ja, nehmen wir dich mal gucken. Oh, der wird mich wahrscheinlich auch fertig machen. Aber hier könnte es tatsächlich knapp werden, wenn ich mich wiederbeleben würde. Könnte ich ihn vielleicht sogar holen. Ja, mal gucken. Wie sieht's aus? Schade, nicht geklappt. So, dann versuchen wir es mal gleich nochmal, würde ich sagen. Warte mal, bevor wir das machen, vielleicht holen wir uns noch eine bessere Waffe. Okay, wir haben jetzt gerade zufällig keine Waffe hier im Shop. Ja, scheiß drauf, wir versuchen das einfach nochmal. Postkämpfe und schauen mal, ob wir nochmal die Fähigkeit sehen, revived zu werden, um eventuell den Gegner hier verschachten zu können. Weil das ist, wie gesagt, unsere 1. Also das ist im Prinzip beruft sich eigentlich alles nur auf diese Fähigkeit so. Und vor allen Dingen, ich hatte es ja schon mal erwähnt gehabt, der Schaden vom Gegner, der wird ja nicht schwächer pro Runde. Also ich gehe mal von aus, wenn mein Charakter sich resettet und neues Leben hat, dann bleibt die Combo vom Gegner aber bestehen und er startet quasi mit mehr, oder er bleibt quasi bei seinem Schaden, den er sich die Runde aufgesteckt hat sozusagen. Also es ist, ja, ich weiß nicht, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von der Klasse haltet, so, ne? Also ich bin mal sehr gespannt, wie da eure Meinung zu ist. Aber ich finde es jetzt für die Dungeons jetzt speziell, jetzt haben wir natürlich, ne, man muss halt, ja, alle 4 Kämpfe hat man halt die Chance, so im Schnitt, würde ich mal jetzt sagen, wiederbelebt zu werden. Es ist halt, ja, ich weiß nicht, ich würde sie jetzt auch nicht so als Dungeon-Spezialisten so großartig einstufen. Jetzt werden wir aber auch nicht wiederbelebt hier, ne? Das ist ja wirklich frech, muss man sagen. Ich weiß nicht, also ich persönlich würde den Berserker immer noch bevorzugen, wenn es darum geht, wirklich hardcore-mäßig Pilze auszugeben, um in den Dungeons weiter voranzukommen. So, weil, ja, wenn ihr
hey, wenn ihr wirklich nicht vorankommt, dann kommt ihr da auch nicht weiter voran. Und ich weiß nicht, ob der Charakter nachher im späteren Spielverlauf so viel Leben stackt, dass es, weiß ich nicht, dass es sinnvoll wäre, dass der wiederbelebt wird, um nochmal einen kompletten Try zu haben. So. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir aber nochmal, jetzt nochmal so ein Revive. Ah, okay. Und jetzt haben wir die Chance, ihn tatsächlich zu besiegen. So. Aber man sieht, obwohl der Schaden ist relativ gleichbleibend, ist aber auch nicht so viel aussagend. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den Gegner hier mit unserer Fähigkeit zu bezwingen, was uns so gar nicht möglich gewesen wäre. Also ein bisschen übers Ziel hinausschießen kann man mit der Klasse auch, das ist ganz klar so, aber im Prinzip, ja, ist es halt, ja, weiß ich nicht, es ist halt, ja, ich bin zwiegespalten. Sagen wir es so, ich bin zwiegespalten, was die Klasse angeht. Ja? Ich lasse mich auf sie ein, ich werde den Serverstart auf jeden Fall auch mitverfolgen. So, aber ich bin wirklich sehr, weiß ich nicht. Ich möchte nicht voreingenommen sein. Wir lassen es mal auf uns zukommen, wie sie im späteren Spielverlauf so sich weiter verhält, die Klasse. Das kann man jetzt am Anfang natürlich noch sehr schlecht einstufen. Ja? Und möchte ich auch mich gar nicht wagen, das zu tun. Aber das erste Fazit erstmal so, es ist, ja, ich würde andere Klassen immer noch in den Dungeons bevorzugen, wie das Ganze sich in der Ehrenhalle und so weiter verhält, das werden wir auf jeden Fall noch so weiter herausfinden. Ansonsten hoffe ich, es hat euch auf jeden Fall gefallen, konntet einen ersten Eindruck von der Klasse gewinnen. Das war's von mir. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.